Stellen Sie sich vor, in den unendlichen Weiten des Weltraums gibt es Planeten, auf denen die Sonne zweimal am Tag aufgeht und der Himmel in Farben schimmert, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Auf diesen Planeten überragen die Berge den Everest und die Ozeane sind tiefer als der Marianengraben. Aber das Erstaunlichste ist, dass sie unserer Erde so ähnlich sind. Mit dem leistungsstärksten Teleskop, dem James-Webb-Teleskop, wurden ganze neue Welten entdeckt, die zuvor nur auf den Seiten von Science-Fiction-Romanen zu finden waren. Wie wurden sie entdeckt? Worin besteht ihre Ähnlichkeit mit der Erde und worin unterscheiden sie sich von uns? Und das Wichtigste, wann können wir sie besuchen? Das magische Auge der Menschheit. Die Geschichte dieses unglaublichen Raumfahrzeugs begann Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, als Wissenschaftler sich gerade auf den Start des Hubble-Teleskops vorbereiteten, aber bereits über seinen Nachfolger nachdachten. Auf einem historischen Seminar im Goddard Institute for Space Studies in einem 1980 zum ersten Mal wurde die kühne Idee eines völlig neuen Teleskops mit einem Spiegel von mehr als 10 Fuß Durchmesser geäußert. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass der Weg von dieser Idee zu einem realen Raumfahrzeug mehr als 3 Jahrzehnte dauern würde. Offiziell erhielt das Projekt 1996 grünes Licht. Es wurde zu Ehren von James Webb benannt, einem herausragenden NASA-Administrator, der eine Schlüsselrolle im Apollo-Programm spielte. Auf der offiziellen NASA-Website steht dazu, dass wir dank seiner Bemühungen den ersten Eindruck von der dramatischen Landschaft des Weltraums erhielten. Er führte unser Land auf seine ersten Erkundungsreisen und verwandelte unsere Vorstellungskraft in Realität. Die ursprünglichen Schätzungen wirkten bescheiden. Ein Budget von $500 Millionen und ein geplanter Start im Jahr 2007. Bald wurde jedoch klar, dass für die Umsetzung dieses ehrgeizigen Projekts Technologien erforderlich waren, die es noch nicht gab. Bis zum Jahr 2000 hatte die Projektkosten bereits $1 Milliarde überschritten und die Fristen wurden ständig verschoben. Die größten Herausforderungen bestanden bei der Entwicklung von 3 Schlüsselkomponenten des einzigartigen segmentierten Spiegels, des unglaublich komplexen Entfaltungssystems und der ultrapräzisen Systeme. Kühlsysteme, die 18 sechseckigen Segmente des Hauptspiegels, hergestellt aus Beryllium und mit einer hauchdünnen Goldschicht überzogen, erforderten eine präzise Bearbeitung wie in der Juwelierkunst. Die zulässige Oberflächenabweichung betrug nicht mehr als 20 Nanometer. Wenn man sich den Spiegel in der Größe der Vereinigten Staaten vorstellt, würden solche Unebenheiten Hügeln von nur 1,5 Zoll Höhe entsprechen. Nicht weniger beeindruckend war die Entwicklung des Sonnenschutzes in der Größe eines Tennisplatzes. Diese 5-schichtige Konstruktion umfasste 140 Entfaltungsmechanismen, 70 Gelenkverbindungen und 400 Umlenkrollen. All diese Elemente mussten einwandfrei funktionieren. Beim ersten Mal, da es in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde keine Möglichkeit zur Reparatur gab. Bis 2011 betrugen die Kosten des Projekts $8,8 Milliarden, was zu heftigen Debatten im US-Kongress führte. Kritiker nannten das Teleskop einen Mörder der Astronomie und behaupteten, dass sein Budget die Mittel anderer wissenschaftlicher Programme verschlinge. Die Situation wurde von Senatorin Barbara Mikulski gerettet, die es schaffte, die Finanzierung des Projekts zu sichern. Die endgültigen Kosten beliefen sich auf etwa $10 Milliarden. Das ist mehr als alle vorherigen großen Observatorien der NASA zusammen. Im Dezember 2021, nach einem Vierteljahrhundert der Entwicklung und Erprobung, startete das Teleskop schließlich an Bord einer Ariane-5-Rakete ins All. Der folgende Monat wurde der angespannteste in der Geschichte des Projekts. NASA-Ingenieure nannten diesen Zeitraum die 30 Tage des Schreckens. In dieser Zeit legte das Teleskop 900.000 Meilen zurück und entfaltete nacheinander all seine Systeme. Als die ersten Testbilder die einwandfreie Funktion aller Instrumente bestätigten, herrschte im Kontrollzentrum eine Atmosphäre des wahren Triumphs. Es war ein absolut verdienter Feiermoment, denn auf den Bildschirmen jedes Projektteilnehmers waren die Fotos zu sehen, für die sie Jahrzehnte harter Arbeit investiert hatten. Ohne jegliche Erfolgsgarantie, die dennoch eintrat. Der erste Fund. Anfang Januar 2023, als die Erde gerade einen neuen Umlauf um die Sonne begann, in einer Entfernung von 1,5 Millionen Meilen. Von unserem Planeten aus ereignete sich ein Ereignis, das unser Verständnis des Universums und vor allem unserer Einsamkeit für immer veränderte. Das James-Webb-Teleskop erfasste ein kaum wahrnehmbares Flackern eines Sterns im Sternbild Oktant. Eine winzige Verdunkelung, die sich mit mathematischer Präzision alle 48 Stunden wiederholte. So wurde der erste erdähnliche Planet entdeckt, der von der neuesten Weltraumobservatorium gefunden wurde. Die Wissenschaftler nannten ihn wie immer kurz und verständlich LHS 477b. Die Einzigartigkeit dieser Entdeckung lag nicht nur in der Tatsache der Entdeckung selbst, sondern auch in der erstaunlichen Präzision, mit der Webb die Parameter der fernen Welt bestimmen konnte. Vor den Wissenschaftlern erschien ein Planet mit einem Durchmesser von 700-900 Meilen, was 99% des Durchmessers unserer Erde entspricht.
Wenn diese beiden Planeten nebeneinander wären, könnte man den Größenunterschied mit dem Unterschied zwischen einem Basketball und einem Fußball vergleichen. Für Fußball. So nah sind sie in ihren Abmessungen, aber hier enden die Ähnlichkeiten. Links 475b umkreist einen roten Zwerg. Einen Stern, dessen Masse nur ein Viertel der Masse unserer Sonne beträgt und dessen Leuchtkraft 100 Mal geringer ist. Dabei befindet sich der Planet nur 1 Million Meilen von seinem Stern entfernt. Zum Vergleich, die Erde ist 93 Millionen Meilen von der Sonne entfernt. Eine so enge Umlaufbahn schafft wahrhaft höllische Bedingungen. Trotz der Kühle des Sterns ist die Oberfläche des Planeten wahrscheinlich auf 570 Grad Fahrenheit erhitzt. Eine Temperatur, bei der Blei und Zinn schmelzen. Das größte Interesse der Wissenschaftler gilt der Atmosphäre des Planeten. Mit seinem Nahinfrarotspektrographen führte Webb eine Reihe von Beobachtungen durch, um Spuren einer Gashülle zu entdecken. Die ersten Daten waren faszinierend, aber uneindeutig. Möglicherweise besitzt der Planet eine dichte Atmosphäre aus Kohlendioxid, die der Venus ähnelt, aber 10-mal dichter ist. Ein anderes Szenario deutet auf das völlige Fehlen einer bedeutenden Atmosphäre hin. In diesem Fall hätten wir es mit einer leblosen Felskugel zu tun, die immer mit einer Seite zu ihrer Sonne gewandt ist. Diese Entdeckung wurde aus einer Entfernung von 243 Billionen gemacht. Meilen von der Erde entfernt hat es eine grundlegende Bedeutung für die Wissenschaft. Es hat nicht nur die beispiellosen Möglichkeiten des Webb-Teleskops bei der Suche nach erdähnlichen Welten bestätigt, sondern auch Hoffnung auf die Entdeckung von Planeten mit günstigeren Bedingungen gegeben. Im Maßstab unserer Galaxie, deren Durchmesser etwa 100.000 Lichtjahre beträgt, befindet sich LHS 477b, buchstäblich in unserer Nachbarschaft. Es ist, als würde man eine Person im Nachbarhaus finden, während man eine ganze Metropole erforscht. Und wer weiß, vielleicht ist genau diese Entdeckung der erste Schritt zur Beantwortung der ewigen Frage, ob wir im Universum allein sind. Denn wenn in einer so kleinen Entfernung nach kosmischen Maßstäben ein erdähnlicher Planet gefunden wurde, wie viele ähnliche Welten könnten sich dann in den Tiefen der Milchstraße verbergen? Ein neues Sonnensystem. Aber bald wurde klar, dass die frühere Entdeckung nur ein Test war. Eine Feder für das James-Webb-Teleskop. In den Tiefen des Weltraums, 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, entfaltet sich eine der faszinierendsten wissenschaftlichen Sagen unserer Zeit. Um den schwachen roten Zwerg TRAPPIST-1, einen Stern, der so klein ist, dass er nur wenig größer als Jupiter ist, kreist eine ganze Familie von 7 Planeten, von denen jeder in seiner Größe mit unserer Heimat Erde vergleichbar ist. Dieses erstaunliche System, entdeckt im Jahr 2017, wurde zum Hauptforschungsobjekt des neuen James-Webb-Weltraumteleskops, das jeden dieser Welten methodisch untersucht, um die grundlegende Frage zu beantworten, ob es unter ihnen einen Planeten gibt, der nicht nur in der Größe, sondern auch in den Bedingungen unserer Erde ähnelt. Als erstes wurde der Planet TRAPPIST-1b untersucht, der Sonne in diesem System am nächsten liegt. Die Wahl fiel nicht zufällig auf ihn. Er umkreist seine Sonne. In nur 1,5 Erdtagen bietet er den Forschern die meisten Beobachtungsmöglichkeiten. Obwohl die Bedingungen auf diesem Planeten weit von denen der Erde entfernt sind und die Oberfläche auf Temperaturen von über 400 Grad Fahrenheit erhitzt ist, was die Existenz unwahrscheinlich macht, hier Leben in der uns bekannten Form, wurde ihr Studium zu einem unschätzbaren Übungsfeld für Astronomen. Die Forschungsmethodik erinnert an die hohe Kunst der wissenschaftlichen Analyse. Wenn der Planet vor der Scheibe seines Sterns vorbeizieht, ein Ereignis, das als Transit bezeichnet wird und hier alle 36 Stunden stattfindet, erfassen die hochempfindlichen Instrumente von Webb die kleinsten Veränderungen im Spektrum des durchgehenden Lichts. Auf diese Weise können Wissenschaftler die Zusammensetzung der Atmosphäre genau bestimmen. Wenn TRAPPIST-1b eine Atmosphäre hätte, würden die Gasmoleküle charakteristische Spuren hinterlassen. Spezifische Einbrüche bei bestimmten Wellenlängen. Die ersten Ergebnisse waren jedoch unerwartet. Das Spektrum des Sternenlichts änderte sich kaum, als es am Planeten vorbeizog, als ob es keine Gashülle auf dem Weg gäbe. Dieses Ergebnis hat tatsächlich eine enorme wissenschaftliche Bedeutung. Es schließt eine ganze Klasse möglicher atmosphärischer Zusammensetzungen aus und zwingt Wissenschaftler, ihre Modelle der Planetenbildung zu überdenken. Möglicherweise ist TRAPPIST-1b entweder völlig ohne Atmosphäre oder besitzt eine extrem dünne Gashülle aus schweren Elementen, die selbst von den hochempfindlichen Instrumenten von Webb nicht erfasst werden konnten. Eine andere faszinierende Möglichkeit ist das Vorhandensein einer dünnen Atmosphäre aus vulkanischen Gasen, die durch geologische Aktivität ständig erneuert wird. Das TRAPPIST-1-System zieht weiterhin die Aufmerksamkeit der Astronomen aufgrund seiner einzigartigen Struktur und Eigenschaften auf sich. Von den Planeten, die breite Horizonte für die Suche nach potenziell bewohnbaren Welten eröffnen, wecken insbesondere 2 Planeten von TRAPPIST-1 großes Interesse, die sich in der sogenannten Goldlöckchenzone befinden. Dieser Bereich, auch bekannt als bewohnbare Zone, ist ein schmaler Entfernungsbereich von einem Stern, in dem das Temperaturgleichgewicht es ermöglicht, das Wasser in flüssiger
Phase existiert, was ein Schlüsselelement für die Entwicklung von Leben in den uns vertrauten Formen ist. TRAPPIST-1e, das seine Sonne in 6 Erdentagen umkreist, und TRAPPIST-F mit einer Umlaufzeit von 9 Tagen befinden sich in einer idealen Position, um gemäßigte Temperaturen aufrechtzuerhalten. Berechnungen zeigen, dass diese Planeten trotz ihrer Nähe zu ihrem Stern eine Atmosphäre haben könnten, die in der Lage ist, das Wärmeverhalten zu regulieren und extreme Temperaturschwankungen zwischen der Tag- und Nachtseite zu verhindern. Wenn der atmosphärische Druck auf diesem Planeten ausreichend ist und die Zusammensetzung Treibhausgase in optimaler Konzentration enthält, könnten die Bedingungen an der Oberfläche günstig für das Vorhandensein von Gewässern sein. Jedoch bleibt die entscheidende Frage, ob es auf diesem Planeten tatsächlich flüssiges Wasser gibt. Die derzeitigen Forschungsmethoden erlauben es noch nicht, ihre Existenz direkt zu bestätigen, aber spektroskopische Beobachtungen der Atmosphären der Planeten könnten in Zukunft eine Antwort auf diese Frage geben. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt, Spuren von Wasserdampf, Ozon oder anderen Biomarkern zu entdecken, wäre das ein starkes Argument für die potenzielle Bewohnbarkeit. Eine wichtige Rolle spielt die geologische Aktivität der Planeten. Wenn ihr Inneres ausreichend dynamisch bleibt, kann dies tektonische Prozesse unterstützen, die zur Stabilisierung des Klimas und des Stoffkreislaufs beitragen, die für das Leben notwendig sind. Theoretische Modelle zeigen jedoch, dass selbst in solchen Fällen atmosphärische Strömungen die Wärme ausreichend effektiv verteilen können, indem sie schmale Übergangszonen zwischen ewigem Tag und ewiger Nacht bilden, in denen die Temperaturbedingungen am stabilsten sein könnten. Die Finanzierung allein für diese Forschung beträgt beeindruckende 85 Millionen Dollar jährlich, aber der potenzielle Ertrag aus diesen Investitionen ist unvergleichlich höher. Die Entdeckung selbst der einfachsten Lebensformen wäre die größte wissenschaftliche Entdeckung in der Geschichte der Menschheit vergleichbar, allenfalls mit der Entdeckung der neuen Welt oder der Entschlüsselung der DNA-Struktur. Bereits jetzt verändern diese Forschungen grundlegend unser Verständnis von Planetensystemen und den Bedingungen für Leben im Universum. Und obwohl der erste untersuchte Planet des Systems, TRAPPIST-1b, sich als lebloser, glühend heißer Welt erwies, bewahren seine 6 Schwestern weiterhin ihre Geheimnisse, die das James-Webb-Teleskop Schritt für Schritt methodisch enthüllt, uns der Antwort auf eine der grundlegendsten Fragen näherbringend. Diese wissenschaftliche Odyssee ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass wir vor nur wenigen Jahrzehnten keinen einzigen Planeten außerhalb des Sonnensystems kannten. Heute haben wir nicht nur Tausende von Exoplaneten entdeckt, sondern auch die Möglichkeit, ihre Atmosphären- und Oberflächenbedingungen im Detail zu untersuchen. Das TRAPPIST-1-System mit seinen 7 erdähnlichen Welten ist zu einer Art kosmischer Labor geworden, in dem unsere Theorien über die Planetenbildung und die Entstehung des Lebens überprüft werden. Was ist das letztendlich? Hartnäckige Versuche, anderes Leben zu finden. Oder ein Wettlauf mit dem Unbekannten, den die Menschheit gelernt hat zu gewinnen. Es ist gleichzeitig weit entfernt und nah. Zweifellos haben wir gelernt, die entferntesten Himmelskörper zu erforschen und zu analysieren, trotz der enormen Entfernung. Aber wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, was stellen diese Räume dar? Wie überwindbar sind sie und wie nah sind sie? 40 Lichtjahre ist eine Entfernung, die gleichzeitig fasziniert und ernüchtert. Im Maßstab der Milchstraße, deren Durchmesser etwa 100.000 Lichtjahre beträgt, erscheint das TRAPPIST-1-System als unser nächster Nachbar. Wenn man sich die Galaxie in der Größe eines Fußballfeldes vorstellt, wären es nur ein paar Schritte bis zu diesem roten Zwerg. Aber in den gewohnten irdischen Maßen verwandelt sich diese Distanz in schwindelerregende 240 Billionen Meilen. Eine Reise, für die die Menschheit eine echte technologische Revolution vollbringen müsste. Moderne Raumfahrzeuge machen diese Aufgabe bisher unerfüllbar. Nehmen wir Voyager 1, das schnellste von Menschen geschaffene Objekt, das mit einer Geschwindigkeit von 38.000 Meilen pro Stunde durch den interstellaren Raum rast. Selbst bei dieser unglaublichen Geschwindigkeit würde es etwa 740.000 Jahre dauern, um die Entfernung zu TRAPPIST-1 zu überwinden. Das ist 25 Mal länger, als seit dem Erscheinen der ersten Höhlenmalereien in den Lascaux-Höhlen vergangen ist. Aber Wissenschaftler und Ingenieure auf der ganzen Welt arbeiten bereits an Technologien, die diese Reise auf die Dauer eines menschlichen Lebens verkürzen könnten. Am realistischsten erscheint heute das Projekt Breakthrough Starshot, eine ehrgeizige Initiative mit einem Budget von 100 Millionen Dollar. Ihr Konzept sieht die Schaffung einer Flotte mikroskopischer Sonden vor, mit einem Gewicht von nur wenigen Gramm, ausgestattet mit ultraleichten Lichtsegeln. Leistungsstarke Laser-Arrays auf der Erde könnten diese winzigen Geräte auf 20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, etwa 134 Millionen Meilen pro Stunde. Bei dieser Geschwindigkeit würde die Reise zu TRAPPIST-1 etwa 200 Jahre dauern. Und obwohl die Erschaffer der Sonden die Ergebnisse ihrer Arbeit nicht sehen werden, könnten ihre Urenkel die ersten Fotos erhalten. Eines anderen Planetensystems. Aber das sind nur Fotos, kein bemannter Flug, sondern einfache Aufnahmen, die 200 Jahre kosten.
Ambitioniertere Pläne beinhalten thermonukleare Impulstriebwerke, bei denen eine Serie kontrollierter thermonuklearer Explosionen das Schiff auf 20% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Eine solche Mission würde bereits Billionen von Dollar von einer internationalen Kooperation erfordern und könnte theoretisch eine automatische Station liefern. In 350 Jahren. Für bemannte Missionen entwickeln Wissenschaftler noch kühnere Konzepte. Projekt ICOR. Es vereint die besten Ingenieurköpfe aus der ganzen Welt, um die Möglichkeit der Entwicklung von thermonuklearen Triebwerken zu untersuchen, die ein Raumschiff auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen können. Solche Schiffe, die in ihrer Größe mit modernen Flugzeugträgern vergleichbar sind, würden zu echten Generationen-Archen werden. Selbstversorgende Ökosysteme, in denen sich Dutzende von Generationen von Weltraumreisenden abwechseln würden, bevor ihre Nachkommen das Ziel erreichen. Die Kosten für ein solches Projekt werden auf Hunderte von Milliarden Dollar geschätzt. Natürlich vergleichbar mit dem Jahresbudget eines kleinen Landes, aber durchaus realistisch für eine internationale Zusammenarbeit in der Zukunft. Vor dem Hintergrund dieser Entfernungen erscheint der Mars, der im Durchschnitt 140 Millionen Meilen von der Erde entfernt ist, was 18 Millionen Mal näher ist als TRAPPIST-1, als ein erreichbares Ziel. Doch selbst eine solche Entfernung bleibt eine gewaltige Herausforderung. Ein heutiger Flug zum Mars dauert etwa 9 Monate in eine Richtung und kostet ab 100 Milliarden Dollar. Die Hauptbarrieren sind die Strahlung der Van Allen-Gürtel und die Notwendigkeit, 850 Tonnen Treibstoff für die Rückkehr der Mission zu verwenden. Das ist 30 Mal mehr, als für das gesamte Mondprogramm benötigt wird. Zum Vergleich, wenn die Reise zu TRAPPIST-1 der Versuch ist, den Pazifik auf einem Brett zu überqueren. Für das Surfen erinnert der Flug zum Mars an das Rudern durch den Ärmelkanal. Schwierig, aber prinzipiell mit der aktuellen Technologie möglich. Paradoxerweise hilft gerade das Studium von TRAPPIST-1, die Mars-Probleme zu lösen. Die für Webb entwickelten Spektrographen suchen nun nach Wasser in den Mars-Canyons und die Lebenserhaltungssysteme für hypothetische Generationenschiffe werden auf antarktischen Stationen getestet. Interessanterweise, selbst wenn es der Menschheit nie bestimmt sein sollte, TRAPPIST-1 physisch zu erreichen, verändert allein ihr Studium bereits jetzt unser Verständnis. Universum. Wenn wir die Zusammensetzung der Atmosphäre dieser fernen Welten analysieren oder ihre Temperatur messen, erstellen wir tatsächlich einen Leitfaden für zukünftige Generationen von Forschern. Vielleicht werden in ein paar Jahrhunderten Schulkinder die Namen der Planeten von TRAPPIST-1 auswendig lernen, so wie sie heute die Kontinente der Erde lernen. Diese Welten, so fern und gleichzeitig erstaunlich vertraut, stellen die Menschheit vor eine einzigartige Herausforderung. Einerseits eine technologische, wie man 40 Lichtjahre überwindet, wenn selbst der Weg zum Mars eine äußerst schwierige Aufgabe bleibt. Andererseits eine philosophische, was es für uns bedeutet, potenziell Leben bei einem anderen Stern zu entdecken. Aber schon heute, wenn wir auf die Daten von James Webb schauen, können wir uns als Teil fühlen. Von etwas Großartigem. Und selbst wenn sich herausstellt, dass es im TRAPPIST-1-System kein Leben gibt, beweist allein seine Existenz, dass es in der Galaxie unzählige erdähnliche Planeten gibt. Einst schauten unsere Vorfahren auf den Ozean und träumten davon, was hinter dem Horizont liegt. Heute schauen wir auf das Flackern eines roten Zwergs, der 40 Lichtjahre von uns entfernt ist, und träumen von neuen Welten. Der Unterschied liegt nur im Maßstab, aber das Wesen der menschlichen Natur bleibt unverändert. Uns zieht immer das an, was jenseits des Erreichbaren liegt.